willkommen bei Radio FORE, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es wieder auf der Challenge Tour weiter. Und zwar standen vom 24. bis zum 27. Mai die D+D Real Czech Challenge im Golf Spa Kuneticka Hora in Dritec, Tschechei auf dem Programm. Und bevor wir so richtig in die nackten Fakten gehen, ein kurzer Vorbericht von der Challenge Tour zu dem Turnier. Welcome Republic! It's nice to be back, great memories. Also a special week. In 2015 it played pretty tough. It was windy, the rough was kind of thick, pin placements were very, very tricky, and I played very strategic golf that week, putted very well, so it was nice to win that week. Love the golf course, love everything about this event, so hope for a nice week. I certainly didn't envision it to be like this. I played first stage of Q School over in Germany in Flesensee. It was very similar on the way the course plays, right? It's a lot of fescue around. It's very clear where the targets are, and you want to try to stay in the short grass for as hard as possible out around here. I think it's a good course. I think it's going to present a great challenge for all of us this week. I've played really well for the most part. I still think that there's a lot of me left in the tank. Even though I've been able to put some good rounds together, I still haven't been able to put a full tournament together, and things are coming around, and I'm looking forward to get the chance to do it this week. It's a great tour. It's been great fun so far. I've met a lot of new friends and also hang out with some of the kids that I played in college with, so it's been refreshing for me, and it's been very, very cool. Very excited about what's coming up. I'm looking forward to this summer and hopefully, obviously, get my card and play on the bigger tour on this side of the ocean next year. So, jetzt gucken wir aber mal auf den ersten Tag der D+D Real Czech, auf den Par 72 Golfkurs, wie sich die Jungs da geschlagen haben. Am ersten Tag spielte Philipp Meo eine 76er Runde, lag damit also 4 über Par. Besser erging es Aaron Leitmannstädter und Sean Einhaus. Beide spielten eine 71er Runde, waren danach also bei -1. Noch etwas besser spielte Moritz Lampert. Er spielte eine 69er Runde, lag damit bei -3. Sorry. Und die beiden Top-Deutschen in der Tschechei waren Julian Kunzenbacher mit einer 67er Runde und Marcel Schneider mit einer 66er Runde. Und jetzt lauschen wir nochmal in den Originalkommentar zum ersten Tag und danach sage ich euch, wer in den Top 5 nach der ersten Runde liegt. Event number 7 sees the Challenge Tour in the Czech Republic for the D+D Real Czech Challenge. Under blue skies and sunshine, 2016 winner Damien Perrier was clearly having fond memories of the course with this birdie on 13, ultimately resulting in a 2 under par round of 70. One of the home favourites, Jan Kafarek, is hoping for more of this over the coming days as he sits alongside Perrier. Scotland's Craig Howie clearly not fazed by playing in his first ever Challenge Tour event. His 9th hole of the day, he would finish at -3. On to his fellow countryman Ewan Ferguson, 2 top 10s so far this season, and from 96 yards out he nearly holed this approach but had to settle for par. He would finish bogey free with a round of 68. Min-Kyu Kim from South Korea with just his second sub-70 round of the season so far. 4 birdies, an eagle and a bogey has him in a tie for 5th. Sweden's Nicholas Johansson shot of the day came at the par 5 16th, 588 yards, and hitting his second shot to just 4 feet.
2 birdies in his last 3 holes sees him also sitting in 5th at -5. His playing partner Julian Kusenbacher from Germany showed a nice touch from the sand. The 25-year-old is comfortably placed among a big group of players in a tie for 5th place on 5 under par. Another German, Marcel Schneider, is 1 shot better than his compatriot after shots like this into the par 3 13th. The Q School graduate buying his time between the 2 tours, currently 6 under par after an opening 66. Turkish Airlines champion JB Hansen is also tied 3rd. This birdie attempt just missed, but it would be a bogey-free day for the Dane. There are 2 players at the top of the leaderboard at the end of day 1. 2014 champion Thomas Linnard had just 1 bogey on his way to a 7 under par 65. This birdie on the last, his 8th of the day, was a fine way to finish an excellent round from the Frenchman. Alongside him is England's Nathan Kimsey. Just 1 missed cut so far this season sees the steady 25-year-old showing his touch around the greens after a blemish-free 65. So, zum Abschluss werfen wir nach dem ersten Tag nochmal einen Blick aufs Leaderboard. Ganz oben finden sich 2 Golfer mit -65. Das ist der Franzose Thomas Linnard und der Engländer Nathan Kimsey. Entschuldigung. Auf den geteilten Dritten findet sich Marcel Schneider aus Deutschland wieder und Joachim B. Hansen aus Dänemark. Beide haben einen Schlagrückstand, sprich spielten eine 66er Runde. Und danach kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Golfer mit -5, die eine 67er Runde gespielt haben. Und jo, wie es weitergeht, das erzähle ich euch gleich. So, da bin ich wieder und in der zweiten Runde ging es ja auf der Challenge Tour um den Cut und dann schauen wir doch mal, wer von den Golfern, der aus deutscher Sicht, den Cut schaffte und wer nicht. Gucken wir doch erstmal auf die es nicht geschafft haben. Philipp Meo spielte am zweiten Tag eine 70er Runde, verpasste damit bei +2 insgesamt nach 2 Runden den Cut. Mit dem gleichen Gesamtergebnis nach 2 Runden mit +2 kam Aaron Leitmannstädter am zweiten Tag ins Clubhaus zurück. Er spielte eine 75er Runde. Und noch etwas schlechter erging es Sean Einhaus. Er spielte am zweiten Tag eine 77er Runde, lag damit bei +4 und verpasste ebenfalls den Cut. Aber die gute Nachricht, das Glas ist halb voll, denn die Hälfte der deutschen Teilnehmer schaffte den Cut. Moritz Lampert spielte eine 73er Runde, die spielte auch Marcel Schneider und eine 71er Runde spielte Julian Kunzenbacher. Und was der Originalkommentar zu der zweiten Runde sagt, den schiebe ich euch jetzt hinterher. Day 2 from the D+D Real Czech Challenge, and again perfect conditions for the players in Dritec. One of the overnight leaders, Nathan Kimsey, was out early this morning, hoping to take advantage of the fresh greens, but it was not to be, as a round of 75 saw him slip back to a tie for 16th. It was a similar story for Niklas Johansson. The Swede started the day only 2 shots back, but a level par 72, with a birdie highlighted here on the 5th, sees him alongside Kimsey. Filip Mruzek equalled the lowest round of 66 by a Czech player in the event's history. Sealed with a kiss. Another Swede up there after 36 holes is Sebastian Söderberg. He rallied back from a shoulder injury to post a 6 under par round of 66 to push himself up to a tie for 6th spot. South African Anthony Michael had a second round 68, 4 under par. He was helped along the way with this par save on the 17th. He sits in a tie for 4th, 4 shots off the lead. JB Hansen continued his good run of form with a 3 under par round of 69, which included 2 bogeys and 5 birdies. One of those birdies came at the par 5 7th and sees him 1 better off at -9.
but it was a real battle at the top. The other overnight leader, Frenchman Thomas Linard, had to wait 7 holes for his first birdie of the day here on the par 5 16th. That started the charge for him to really get his round going from there. And challenging him at the top was Min-Kyu Kim. The 17-year-old South Korean was 5 under for the day coming on to the 15th. Another birdie here and a further one on 16 saw him move to -12, only to drop 1 at the last. And walking up his final hole, Linard had this putt for a 3-shot lead. And even lipping out on the return, his lead going into the weekend is just a single shot. So it's only a 1-shot lead for the 2014 winner. Grant Forrest is alongside Anthony Michael at 4 under, and there's a cluster of players a further shot back. Bevor wir uns in den Moving Day stürzen, schauen wir nochmal auf das Leaderboard nach der zweiten Runde bei den D+D Real Czech Challenge. Auf dem Platz der Sonne, sprich den ersten, liegt der Franzose Thomas Linard, der heute bei -5 landete, damit insgesamt -12 hat. Auf dem zweiten Platz liegt der Koreaner Kim Min-Kyu. Er spielte heute eine -6, liegt insgesamt bei -11. Auf dem dritten Platz liegt der Däne Joachim B. Hansen, der spielte eine -3, insgesamt -9. Auf den geteilten vierten Platz liegen 2 Golfer, Anthony Michael und Grant Forrest. Anthony Michael aus Südafrika und Grant Forrest aus Schottland. Beide spielten -4, haben gesamt -8. Auf den geteilten 6. Platz finden wir dann gleich 5 Golfer, und zwar Sebastian Soderberg aus Schweden, Russ McGrone, England, Simon Forström, Schweden, Toby Tree, England und Gary Boyd, England. Und alle haben insgesamt -7, liegen also schon bereits 5 Schläge hinter dem Franzosen. Jo, und dann nach einer kurzen Einspielung geht es in den Moving Day. Dann wollen wir doch mal schauen, wie sich die 3 verbliebenen Deutschen in der Tschechei am Moving Day geschlagen haben. Und zwar, Moritz Lampert spielte am dritten Tag eine 71er Runde. Mit dem gleichen Ergebnis kam Julian Kunzenbacher zurück ins Clubhaus. Und einen Schlag besser war Marcel Schneider. Er spielte eine 70er Runde, lag damit für die Runde bei -2. Und die Tageszusammenfassung gibt es dann wieder im O-Ton Englisch, direkt von der Challenge Tour. Moving day at the Real Czech Challenge. As things stood after 36 holes, Thomas Linard was 1 clear at the top from Min-Kyu Kim, and a further 2 back was J.B. Hansen. But it wouldn't go right from the start for the Frenchman. 3 bogeys in his first 6 holes, ultimately putting him out of the hunt for the day. Grant Forrest got off to a better start though. Level par for the day at the par 4 6th, he hit his approach into 4 feet, resulting in a birdie for the Scot. A further 2 more followed, but a bogey and a double on the last saw him finish 1 back from Linard at 10 under. Sebastian Soderberg, currently 16th in the rankings, had a front 9 of 2 under par, helped on the way by this near ace on the 4th, giving him a much needed boost. Korea's Min-Kyu Kim was also making gains at the top. After a double bogey on 1, this birdie on 6 put him back to level par for the day, and he began his charge. Anthony Michael was 2 under for his 3rd round, here on the par 4 12th. This birdie putt moved him on to -11, where he would eventually stay. And as Kim came up behind him, he'd made further gains on the front 9, and nearly another here on 12. Playing alongside him was J.B. Hansen. The Dane was inches away from a par save after trouble off the tee.
he would finish the day alongside Michael at 11 under. After 3 birdies on the bounce for Soderberg on 12, 13 and 14, he was millimetres away from joining Kim at the top at 13 under, but not to be, and he would finish the day in second at -12. So, und der letzte Blick geht natürlich wieder auf das Leaderboard nach dem Moving Day, sprich nach der dritten Runde der D+D Real Czech Challenge. Der Koreaner übernahm den ersten Platz. Kim Miku spielte eine -3, liegt insgesamt bei -14. Sebastian Söderberg aus Schweden spielte -5, liegt bei insgesamt -12. Auf den geteilten dritten Platz landen Joachim B. Hansen aus Schweden und Tony Michael aus Südafrika. Der Däne spielte eine -2, Anthony Michael spielte -3. Beide haben jetzt gesamt nach 3 Runden 11 unter Paar. Auf den geteilten 5. Platz landet Thomas Linhart aus Frankreich und Adri Anus aus Spanien. Thomas Linhart spielte 2 Schläge über Paar, hat jetzt genauso wie der Spanier -10 gesamt. Der Spanier Arnaus landete für den Tag bei -3. Auf den geteilten 7. Platz finden wir 3 Golfer, und zwar Mark Eaton aus der Schweiz, Simon Förström aus Schweden und den Schotten Grant Forrest. Alle drei liegen bei -9 und die Top 10 Runde Toby Tree aus England mit insgesamt -8 ab. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie das Finale ablief. Natürlich gehört auch bei dem Finale der erste Blick auf die deutschen Golfer. Von den 6 gestarteten Golfern in der Tschechei waren ja nur noch 3 nach dem Cut dabei. So, und dann wollen wir doch mal schauen. Und zwar auf den geteilten 35. Platz nach einer 70er Schlussrunde landete Moritz Lampert. Auf den geteilten 25. Platz nach einer 72er, sprich Paarrunde am Schlusstag landete Marcel Schneider. Und der beste Deutsche war Julian Kunzenbacher, der auf den geteilten 16. Platz landete. Und er spielte am Schlusstag eine tolle 69er Runde. So, und bevor ich euch das endgültige Leaderboard von dem Turnier präsentiere, hier nochmal ein O-Ton in Englisch. Perfect conditions for the final day in Dritec for the D+D Real Czech Challenge. 17-year-old Min-Kyu Kim had a one-shot lead from the rest of the field as he prepared for the biggest day of his golfing life. Could he become the youngest winner on the Challenge Tour? It was a slow start for Min-Kyu, and playing alongside him, Sebastian Söderberg took his chance. This approach into the third, resulting in his first birdie of the day to move to within a shot. But there were others in the field also making gains. JB Hansen from Denmark with his well-judged birdie, just a highlight to keep himself in with a chance. Switzerland's Marco Eaton had a blemish-free front 9, topped off with this monster birdie at the turn. And as the leaders came down the 9th, Kim was 13 under, 1 back from Söderberg. This dialed-in approach to 5 feet was then bettered by Söderberg, who wasn't giving up his lead without a fight. Both would birdie, keeping the excitement going. Ahead of them, Shiwan Kim set the clubhouse lead at 14 under. Simon Forsström wanted in on the action as well. This perfectly judged birdie on 15, eventually finishing alongside Shiwan. Spain's Adrian Aus was another, finishing at -14, picking up his biggest check to date. And onto the back 9, where it really became a 2-horse race between Kim and Söderberg. After birdieing 2 further holes, Min-Kyu stepped onto the 13th and rolled in another.
A further on 14, and this fantastic approach to 15 put him 2 clear of Soderberg. Soderberg did all he could on the last remaining holes, but it just wasn't going his way. He would finish in second place alone at 17 under. So as he walked down the last with a 3-shot lead, Minkyu finished off for par to become the youngest ever winner on the Challenge Tour at 17 years and 64 days old. Confirmation there as Minkyu is the champion. An expensive finish for Anthony Michael as he double bogeyed the last to finish tied third, but it's Kim who is the king. I was really nervous on number until 6. I made double bogey and then I want to just top 3. My goal is European Tour card. Top 15 is my goal this year. And my feet is really happy. Is it a dream? Yeah. Minkyu jumps 109 spots to 12th in the rankings. Next stop for the Challenge Tour is Switzerland. We'll see you there. So, den Sieger habt ihr ja schon im Original gehört. Aber schauen wir doch mal auf das Leaderboard zum Schluss des Turniers nach der 4. Runde. Minky Kim, der aus Korea, spielte zum Schluss nochmal eine -6, landete insgesamt bei -20 und gewann die D+D Real Czech Challenge. Und auf den 2. Platz kam der Schwede Sebastian Söderberg mit -5 für den Tag, insgesamt -17. Auf den geteilten 3. Platz landeten gleich 4 Golfer mit insgesamt -14. Shivan Kim aus den USA, Anthony Michael aus Südafrika, Simon Forsström aus Schweden und Adrian Arnus aus Spanien. Auf den geteilten 7. Platz finden wir auch 3 Golfer, und zwar Joachim B. Hansen aus Dänemark, Vigri Haftrosen aus Island, Grant Forrest aus Schottland, alle bei -13. Und den 10. Platz macht der Schweizer Marco Iten mit insgesamt -12 voll. Jo, das war das Turnier aus der Tschechei. Und ihr werdet es nicht glauben, es geht ja morgen schon wieder weiter. Ja. Und zwar zieht der Tross aus der Tschechei nach Schweden und vom 31. bis zum 3. Juni, vom 31. Mai bis zum 3. Juni, stehen die Swiss Challenge Present by Associated Swiss de Golf auf dem Programm. Die zweite Tour, die ich auf radio4.de noch begleite, ist ja die Pro Golf Tour, aber da geht es erst ab dem 17.06. weiter. Also können wir uns in den nächsten gut 2 Wochen auf die Challenge Tour konzentrieren. So, das soll es gewesen sein in Sachen Golf. Dann kann ich euch nur noch ein schönes Spiel wünschen und viel Spaß. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein bisschen Eigenwerbung. Auf www.radio4.de/radio4-WM-Tippspiel habe ich für maximal 100 Tipper ein WM-Tippspiel ins Leben gerufen, wo wir Golfer natürlich auch etwas gewinnen können. Schaut einfach mal vorbei, wie gesagt, auf radio4.de/radio4-WM-Tippspiel. Ich würde mich freuen, es ist für maximal 100 Golfer, wenn wir die, oder 100 Fans, es müssen nicht unbedingt Golfer sein, und ich würde mich freuen, wenn wir bis Mitte des Monats Juni, wenn die WM in Russland startet, die 100 Tipper vollkriegen und ihr dann dabei seid und mit mir gemeinsam neben dem Golfsport auch mal das größere runde Leder beobachtet. Bis dahin, schönes Spiel, euer Lefty Stefan. Tschüss. Das war eine neue Episode vom deutschsprachigen Golf-Podcast Radio 4. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern sehr freuen.
Und für jede Anregung bin ich natürlich offen. Schickt mir einfach eine Mail an kontakt@radiofor.de. Produktion radiofor.de und golfsport.news. Wenn du meinst, es ist schwierig, Bekanntschaften zu machen, dann versuch einmal auf einem Golfplatz den falschen Ball aufzuheben.